Soll die Bevölkerung der Schweiz auf 10 Millionen Menschen beschränkt werden? Darüber stimmt das Schweizer Stimmvolk morgen am Sonntag ab und das Ergebnis könnte äußerst knapp werden. Meine Einschätzungen zu dieser wichtigen Volksinitiative und was das Ganze für die Beziehung der Schweiz zur Europäischen Union in Zukunft zu bedeuten hat, damit wollen wir uns einmal in diesem Video detailliert auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und es passt ja auch ganz gut zum Thema. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, in die Schweiz auszuwandern und veranstalten zu diesem Thema auch regelmäßig Seminare in Zürich. Bei unserem Seminar Auswandern in die Schweiz erfährst du als Unternehmer, Freiberufler, Privatier oder Ruheständler alles, was du über die korrekte Auswanderung in die Schweiz wissen musst, was steuerlich besonders Sinn macht, welche Steuerfallen es gibt, welche Aufenthaltsbewilligungen es gibt, wie du nach 10 Jahren möglicherweise an den Schweizer Pass kommst, welche Kantone besonders steuergünstig sind, wie man eine Firma in der Schweiz gründet und natürlich noch vieles mehr. Neben mir mit dabei sind auch Schweizer Anwalts- und Steuerberatungskollegen. Wir haben also das konzentrierte Wissen dort und das sicher zum schweizerischen Steuerrecht. Wir behandeln natürlich auch so Dinge wie die deutsche Wegzugsbesteuerung, das deutsch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen und vieles mehr. Also wenn dich das interessiert, denn auch du planst in die Schweiz auszuwandern, würde ich mich freuen, dich dort zu begrüßen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, was ja auch sehr eng, ehrlich gesagt, mit diesem Seminar hier verwandt ist. Erst vor kurzem hat das Deutsche Statistische Bundesamt die Auswanderungsstatistik für 2025 vorgelegt. Noch nie haben so viele Deutsche Deutschland verlassen, sind ins Ausland ausgewandert. Über 285.000 waren es 2025. Und man vermutet, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist, weil sich eben viele nicht korrekt abmelden. Mit Abstand, mit großem Abstand, muss man sagen, das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Es ist die Schweiz. Über 20.000 ziehen jährlich in die Schweiz um. Tendenz steigend. Und das ist ja auch kein Wunder, denn die Schweiz, sie ist eine Insel der Seligen, sie ist nicht in der EU, sie hat eine stabile Währung, sie ist sehr sicher, es gibt nur eine geringe Kriminalität. Die Züge sind pünktlich, die Wirtschaft funktioniert, man verdient 3-mal so viel und zahlt nur 1/3 der Steuern, wenn man es richtig macht. Also was kann man an der Schweiz nicht lieben? Dann ist sie auch noch Nachbarin von Deutschland, das heißt, man hat kein Problem, weiterhin Freunde und Familie zu sehen und natürlich wird Deutsch gesprochen. Also nahezu das perfekte Auswanderungsland. Doch die Schweizer, sie sind gar nicht so glücklich darüber, dass so viele Deutsche in die Schweiz kommen. Und nicht nur Deutsche, natürlich auch viele andere. Sie finden, dass es in der Schweiz zu voll wird, dass die Straßen laufend verstopft sind, dass man nicht mehr richtig Zug fahren kann, dass es immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden, dass das Gesundheitssystem nicht auf eine so große Bevölkerung ausgelegt ist, dass also eine nachhaltige Entwicklung in der Schweiz so nicht möglich sei, wenn die Zuwanderung weiter zunimmt. Ein weiteres Problem ist, dass die meisten Schweizer sich von ihrer Regierung nicht ernst genommen fühlen. Ich habe mit vielen Schweizern in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Viele Schweizer fühlen sich von ihrer Regierung komplett verarscht. Die schweizerische Regierung, sie ist ja dafür bekannt, dass sie sehr kriecherisch ist, insbesondere gegenüber der EU. Man hat ja große Angst vor der EU, man hat große Angst vor Deutschland. Man sagt, die Welt würde untergehen, wenn sich die Beziehung zur EU verschlechtern würde. Man beschwört hier Geister herauf von Seiten der Regierung, dass es mit der Schweiz zu Ende geht, wenn die Schweiz nicht sehr eng in die EU integriert ist. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass man im Rahmen der bilateralen Verträge hier die komplette Personenfreizügigkeit mit der EU annehmen musste, denn das ist ja für die EU eine heilige Kuh. Es gab schon diverse Initiativen. Zuletzt 2014 gab es eine Initiative, die Zuwanderung in die Schweiz zu beschränken. Auch diese wurde von der Schweizer Bevölkerung angenommen. Viele Schweizer meinen, dass die Schweizer Regierung diese Initiative zum Beispiel komplett ignoriert hat und einfach nichts macht, einfach die Entscheidung des Volkes komplett in den Wind schlägt, weil die Regierung eben gegenüber der EU so duckmäuserisch ist, weil man gerne gerade von den Deutschen einen Bückling macht, weil man Ursula von der Leyen als neue Kaiserin Europas akzeptiert hat und den schweizerischen Freiheitsdrang und Freiheitswille komplett vergessen hat. So sehen das viele Schweizer. Kein Wunder dann, so sagen die Schweizer, dass es zu solchen sehr krassen Initiativen kommt, wie jetzt diese Nachhaltigkeitsinitiative. Und dass diese krass ist, das sehen auch Befürworter der Initiative. Nur sie sagen einfach, wir können uns einfach nicht mehr anders helfen, denn unsere Regierung ignoriert unsere Sorgen komplett. Wir sind der Regierung egal.
die Regierung stellt das Wohl der EU, der Deutschen über das eigene Wohl. Ich bin ja relativ häufig in der Schweiz. Ich habe früher auch selbst in der Schweiz gelebt. Und ich muss sagen, da ist was dran. Besonders bizarr finde ich es zum Beispiel, dass wenn du heute bei einer Schweizer Behörde anrufst, du vielfach gar nicht mehr Schweizerdeutsch reden kannst als Schweizer, sondern Hochdeutsch reden musst, weil ansonsten dich die deutsche Dame, die das Telefon beantwortet, seitens der Behörde nicht versteht. Oder noch skurriler finde ich es, dass ja mittlerweile viele deutsche Journalisten für Schweizer Medien arbeiten und dann den Schweizern erklären, wie die Schweiz zu funktionieren hat. Als Deutsche. Also, das ist komplett verquert. Dass man sich da nicht mehr zu Hause fühlt im eigenen Land, das muss man schon irgendwo verstehen. Vor allen Dingen, wenn es natürlich ein kleines Land ist, so wie die Schweiz. Dass man also dann, sage ich mal, zu einer stumpfen Waffe greift, wie jetzt diese doch sehr, will ich sagen, Axt im Porzellanladen, ja, diese Nachhaltigkeitsinitiative, das darf einen vielleicht nicht wundern. Und es kommt ja jedes Jahr immer dicker, ja. In den letzten 2 Jahren wurden ja die bilateralen Verträge 3 mit der EU verhandelt. Das Parlament in der Schweiz hat diesen schon zugestimmt, ebenso die Regierung. Das wird jetzt demnächst dem Schweizer Volk dann zur Abstimmung vorgelegt. Und sollten diese bilateralen Verträge wirklich kommen, dann bedeutet das, dass das Schweizer Volk als souverän ersetzt wird durch den Europäischen Gerichtshof. Und das ist natürlich komplett verrückt und wahnsinnig, wenn du dir das einmal in seiner Konsequenz überlegst. Es ist ganz entscheidend zu verstehen, dass es in der Schweiz kein dem Bundesverfassungsgericht ähnliches Gericht gibt. Das heißt, da gibt es keine Stelle, die dem Parlament oder die der Regierung Einhalt gebieten kann. Wenn in Deutschland die Regierung irgendetwas umsetzt, das nicht der Verfassung entspricht, kommt das Verfassungsgericht und kann dort einschreiten. Das Gleiche gibt es auch in den USA. In der Schweiz gibt es das nicht. Das heißt, da kann im Grunde genommen die Regierung machen und tun, was sie will, wenn es nicht das Schweizer Volk gäbe. Das Schweizer Volk hat in der Schweiz tatsächlich die Rolle, dass es über diese Initiativen der Regierung und dem Parlament Einhalt gebieten kann. Sie kann Korrekturen vornehmen an dem, was die Regierung macht. Und das ist der einzige Weg, wie solche Korrekturen dann funktionieren können. Kein Wunder also, dass die Schweizer Regierung natürlich alle möglichen Taschenspielertricks auf Lager hat, wie man die Schweizer Bevölkerung darauf trimmt, dann hier in Reihe und Glied zu marschieren, so wie es die Regierung will. Da gibt es immer wieder Drohszenarien, was alles passiert, wenn jetzt diese Initiative tatsächlich angenommen wird, dass dann öffentliche Zuschüsse gekürzt werden müssen oder man sagt mal, eure Renten sind in Gefahr oder man sagt mal, die Schulen können nicht mehr finanziert werden und lauter solche Schauergeschichten, die natürlich jegliche Grundlage entbehren, die, ich habe es gesagt, Taschenspielertricks sind. Da geht es schlicht und ergreifend um Manipulation und das hat man jetzt ja auch wieder bei dieser Nachhaltigkeitsinitiative gesehen. Ich meine, im Grunde genommen muss man das begrüßen, denn jede dieser Initiativen führt natürlich dazu, dass intensiv in der Schweiz diskutiert wird. Man setzt sich wirklich mit dem Thema auseinander und natürlich können verschiedene Personen, verschiedene Gruppierungen, verschiedene Parteien verschiedene Vorstellungen zu den einzelnen Themen haben. Und das Volk ist dann wirklich, kann man sagen, informiert und kann dann wirklich eine informierte Entscheidung treffen. Aber das eben, was die Regierung macht und jetzt auch im Rahmen dieser Initiative ja geht weit über das hinaus, einfach nur zu informieren. Man hat es schon im Vorfeld mitbekommen, Ursula von der Leyen hat ja ganz klar den Schweizern gedroht, und hat gesagt, dass sie sich besser richtig entscheiden sollen und mehr oder weniger sie an ihre patriotische Pflicht erinnert. Ich nenne es einmal so. Und es ist natürlich für ein kleines Land wie die Schweiz problematisch, wenn theoretisch wenigstens 500 Millionen EU-Bürger das Recht haben, einfach so in die Schweiz umzuziehen. Wir haben ja schon etliche Videos zu dem Thema gemacht. Es ist tatsächlich so, jeder EU-Bürger kann in die Schweiz umziehen. Das ist eigentlich eine reine Formalität. Wenn du nicht gerade Sozialhilfeempfänger bist, dann kannst auch du in die Schweiz umziehen. Das heißt, man verliert letztlich als Staat, der ja nicht mal EU-Mitglied ist, komplett die Souveränität, die Entscheidungsgewalt, wer im eigenen Land lebt und auch das Recht zu sagen, manche Personen will ich nicht. Wir sehen das ja immer wieder. Wir beschaffen Aufenthaltstitel für viele Länder und in extrem vielen Entwicklungsländern, sagen wir zum Beispiel mal vielen Ländern Südamerikas oder Asien, musst du ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, damit du dort einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommst. Nicht so in der Schweiz. Wir haben das ja gesehen bei dieser riesigen Tragödie in Grand Montana, wo bei der letzten Silvesternacht es dieses schreckliche Feuer gab in einer Bar und viele junge Menschen zu Tode gekommen sind. Ein Eigentümer dieser Bar war ein vorbestrafter Krimineller. Ein Zuhälter aus Frankreich, der dort auch wegen Versicherungsbetrug und anderweitigem Betrug im Gefängnis saß. In vielen anderen Ländern und auch Ländern, die jetzt viel ärmer sind, in Anführungszeichen, als die Schweiz,
hätte diese Person nie ein Aufenthaltsrecht bekommen. Aber er kann einfach so mit seiner Frau in die Schweiz marschieren und dort ein neues Leben beginnen und dort sein finsteres Treiben fortsetzen, wie man jetzt gesehen hat. Und dass da die Bevölkerung sagt, so etwas wollen wir nicht. Wir sind vielleicht schon für eine regulierte Zuwanderung. Ich meine, wenn es jetzt Jobs gibt, die Schweizer nicht tun können, wenn jemand kommt, der Vermögen hat, wenn jemand kommt, der Unternehmen gründet, der Jobs schafft, der dazu beiträgt, dass das Land prosperiert, dann ist das sicherlich alles schön und gut. Aber wir wollen nicht, dass hier so einfach jeder reinkommt und dann machen kann, was er will. Als ich selbst in die Schweiz umgezogen bin, und das ist nun schon wirklich viele Jahre her, gab es noch keine Personenfreizügigkeit. Das heißt, meine B-Bewilligung in der Schweiz war ein richtiger Aufwand. Da wurde ich, obwohl ich sehr jung war, auf Herz und Nieren geprüft, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich das, was sich viele Schweizer wieder wünschen. Also in irgendeiner Art eine Beschränkung der Zuwanderung, eine Regulierung, sodass die Schweizer selbst kontrollieren können, wer kommt, wie lange er da bleibt und was genau die Bedingungen für die Anwesenheit dieser Person in der Schweiz sind. Die Nachhaltigkeitsinitiative selbst sieht vor, dass sobald die Bevölkerung 9,5 Millionen erreicht, das könnte also in 5 Jahren der Fall sein, dass dann letztlich die gesamte Zuwanderung mehr oder weniger gestoppt wird. Und danach steht dann auch die Personenfreizügigkeit letztlich mit der EU tatsächlich zur Disposition. Wie gesagt, man kann sich streiten darüber, ob das sinnvolle Maßnahmen sind oder nicht. Ich meine, es gibt ja praktisch kein anderes Land, was jemals darüber abgestimmt hätte, dass es die Gesamtbevölkerung in dieser Art und Weise beschränkt werden soll. Ob das jetzt wirklich praktikabel ist oder nicht, das steht natürlich dann auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber für viele Menschen in der Schweiz macht das Ganze tatsächlich Sinn. Sie glauben, wir brauchen jetzt irgendwie einen Riegel, wir müssen jetzt irgendwie eine definitive Maßnahme ergreifen, damit jetzt einfach Schluss ist und diese negative Entwicklung, die wir hier seit Jahren beobachten, nicht mehr weitergeht. Und damit ist natürlich auch für die Initiatoren die weitere Integration in die EU gemeint. Diese stellen sich natürlich mit dieser Maßnahme ganz krass gegen die Europäische Union. Und wenn diese Initiative tatsächlich angenommen wird, dann sind meiner Meinung nach die bilateralen Verträge 3 und eigentlich die gesamte Kooperation mit der EU ab sofort auf den Prüfstand. Wie das Ganze dann tatsächlich ausgehen wird in Zukunft, das steht noch in den Sternen. Aber ich denke, dass der Ausgang dieser Initiative sehr genau in Brüssel und auch in Berlin beobachtet wird. Und im Grunde alle Beteiligten wissen, dass die Schweiz als kleines Land im Zentrum von Europa, die Schweizer Bevölkerung die Macht hat, die EU-Integration in puncto Schweiz hier ganz schön aufzuhalten oder de facto sogar ganz zum Erliegen zu bringen. Wie gesagt, momentan steht es ziemlich 50-50. Es gibt natürlich viele Eingebürgerte, viele Zuwanderer, auch viele junge Leute in der Schweiz, die das überhaupt nicht so sehen, die natürlich pro EU sind, die pro Integration sind, die pro Zuwanderung sind. Und die Westschweiz ist ebenso anders eingestellt. Das ist die deutschsprachige Schweiz. Und die ländlichen Regionen sind anders eingestellt als die großen Städte. Hier gibt es schon einige Lager und wer dann wie wirklich abstimmt, das werden wir dann erst morgen Abend sehen. Das ist natürlich so wie auch bei der Wahl Donald Trumps. Viele werden in Umfragen nicht wirklich zugeben, was sie jetzt wählen wollen, denn wie gesagt, diese Meinung, dass man jetzt für diese Initiative ist, sie ist natürlich nicht politisch korrekt. Sie ist natürlich verpönt. Sie wird auch von den staatlichen Medien, den staatlichen Propagandaorganen natürlich als nicht gut geheißen. Und daher sieht sich der Wähler natürlich einem enormen Druck ausgesetzt. Ich persönlich finde das unheimlich sympathisch, dass es in der Schweiz überhaupt die Möglichkeit gibt, dass die Bevölkerung da so mitmachen kann, dass sie ihre Meinung sagen kann, dass man den Politikern mal ordentlich in den Arsch treten kann. Das bräuchte man in vielen anderen Ländern auch. Es ist meiner Meinung nach komplett richtig, dass die Politiker großen Respekt vor dem Wähler haben. Um nicht zu sagen, auch ein bisschen Angst. Angst wenigstens um den Job. Sie müssen sich unter Druck gesetzt sehen, einen guten Job zu machen. Und in der Tat tun viele das nicht. Sie stecken in den Taschen der Lobbyisten und der großen Interessenverbände. Und der Bürger ist ihnen vielfach komplett egal. Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern auch in vielen anderen Ländern, unter anderem natürlich auch ganz klar Deutschland und Österreich. Also man muss da etwas Positives sehen, dass diese Initiative morgen zur Abstimmung kommt. Wie gesagt, wir haben selbst natürlich schon vielen Deutschen geholfen, in die Schweiz auszuwandern. Ich würde sagen, dass die meisten dieser Deutschen, die da ausgewandert sind, hier mit einem fetten, großen Ja abstimmen würden, wenn sie es denn könnten. Aber sie können es natürlich nicht, wenn sie noch keine Schweizer sind. Ich glaube, die Deutschen, die wir in die Schweiz geschickt haben, da müssen sich die Schweizer keine Sorgen machen. Die stehen fest auf der Seite der Schweizer Werte, der Freiheit, der Unabhängigkeit und dem Wunsch außerhalb der EU ein friedliches Leben zu führen, ohne in diese neue Sowjetunion, welche die EU ist, integriert zu werden. Aber auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass solche Deutsche auch in Zukunft in die Schweiz auswandern können, egal wie diese Initiative ausgeht.
denn sie bringen ja einen echten Mehrwert, sie bringen Vermögen, sie schaffen Jobs, sie bezahlen Steuern, sie haben die richtige Einstellung. Also ich glaube, wenn auch du ernsthaft daran interessiert bist, in die Schweiz umzuziehen, dann wird das auch in Zukunft für dich möglich sein. Vielleicht unter den gleichen Bedingungen, wie auch ich sie erfahren habe vor ungefähr 25 Jahren, als ich in die Schweiz umgezogen bin. Da war alles noch ein bisschen strenger, ein bisschen härter, aber es hat natürlich auch geklappt, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. In diesem Sinne, wenn auch du vorhast auszuwandern, egal ob in die Schweiz oder irgendwo anders hin, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich dabei unterstützen können. Komm gerne zu einer unserer Veranstaltungen, sei es jetzt zu der in der Schweiz oder zu einem unserer anderen Seminare, buche ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten dabei zu unterstützen, sich steuerlich optimiert im Ausland aufzustellen, sich außerhalb der EU anzusiedeln, ihr Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates zu schützen, weitere Staatsbürgerschaften zu erwerben und ihr Vermögen zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.